Guten Tag an alle. Ich bin Peter und ihr hört Wow Spoken German. Adele, heute haben wir ein richtig spannendes Thema, oder? Guten Tag, liebe Zuhörer. Ich bin Adele und ja, Peter. Heute sprechen wir über etwas, das viele von euch vielleicht bald erleben werden. Oder vielleicht habt ihr es schon erlebt. Wir sind heute am Flughafen. Genau. Der Flughafen kann manchmal sehr stressig sein, besonders wenn man das erste Mal fliegt. Adele, erinnerst du dich an deinen ersten Flug? Oh ja, ich erinnere mich sehr gut. Ich war so nervös. Ich wusste nicht, wo ich hingehen sollte, was ich tun sollte, und ich hatte Angst, meinen Flug zu verpassen. Aber keine Sorge, liebe Zuhörer. Nach unserem Gespräch heute werdet ihr alles verstehen. Das stimmt. Heute zeigen wir euch, wie man am Flughafen eincheckt. Das ist der erste und sehr wichtige Schritt, bevor man ins Flugzeug steigt. Adele, sollen wir anfangen? Ja, lass uns anfangen. Also, Peter, stell dir vor, wir sind gerade am Flughafen Frankfurt angekommen. Wir fliegen heute nach Barcelona. Was ist das Erste, was wir tun müssen? Das erste ist natürlich, den richtigen Schalter zu finden. Am Flughafen gibt es viele Schalter. Das sind die Tische, wo die Fluggesellschaft sitzt. Man muss den Schalter seiner eigenen Fluggesellschaft finden. Zum Beispiel, wenn man mit Lufthansa fliegt, sucht man den Lufthansa-Schalter. Sehr gut erklärt, Peter. Und wie findet man den richtigen Schalter? Liebe Zuhörer, könnt ihr raten? Schreibt eure Antwort in die Kommentare. Ich sage euch, am Flughafen gibt es überall große Bildschirme und Schilder. Auf den Bildschirmen steht, welche Fluggesellschaft an welchem Schalter ist. Richtig. Diese Bildschirme sind sehr hilfreich. Man sieht dort auch die Flugnummer und die Abflugzeit. Die Abflugzeit, das ist die Zeit, wann das Flugzeug abfliegt. Zum Beispiel, unser Flug nach Barcelona hat die Flugnummer LO1234 und fliegt um 14:30 Uhr ab. Super! Also, wir haben unseren Schalter gefunden. Jetzt stehen wir in der Schlange. Eine Schlange. Das ist eine Reihe von Menschen, die warten. Am Flughafen muss man oft warten. Habt ihr Geduld, liebe Zuhörer? Lacht. Haha, ja, Geduld ist wichtig am Flughafen. Gut, wir sind jetzt an der Reihe. Der Mitarbeiter am Schalter heißt Thomas. Ich sage, guten Tag, ich möchte einchecken. Mein Flug geht nach Barcelona. Und Thomas fragt, guten Tag, darf ich bitte Ihren Reisepass und Ihre Buchungsbestätigung sehen? Der Reisepass. Das ist das wichtige Dokument mit eurem Foto und euren persönlichen Daten. Ohne Reisepass kann man nicht fliegen. Und die Buchungsbestätigung ist der Beweis, dass man ein Ticket gekauft hat. Sehr wichtig. Ich gebe Thomas meinen Reisepass. Er schaut ihn an und tippt etwas in seinen Computer. Dann fragt er, haben Sie Gepäck zum Aufgeben? Ah, das ist eine wichtige Frage. Gepäck aufgeben bedeutet, dass man seinen Koffer dem Flughafen gibt. Der Koffer wird dann im Flugzeug transportiert, aber man trägt ihn nicht selbst. Man sieht ihn erst wieder am Zielflughafen. Liebe Zuhörer, habt ihr schon mal euren Koffer aufgegeben? Schreibt es in die Kommentare. Ich sage zu Thomas, ja, ich habe einen großen Koffer zum Aufgeben und eine kleine Tasche als Handgepäck. Handgepäck, das ist die Tasche, die man selbst ins Flugzeug mitnimmt. Sie muss klein genug sein, um in das Gepäckfach über dem Sitz zu passen. Thomas nimmt Peters Koffer und legt ihn auf die Waage. Die Waage misst das Gewicht des Koffers. Peter, wie viel darf der Koffer wiegen? Das ist unterschiedlich. Jede Fluggesellschaft hat ihre eigenen Regeln. Meistens darf ein Koffer in der Economy Class 23 Kilogramm wiegen. Wenn der Koffer schwerer ist, muss man extra bezahlen. Das nennt man Übergepäck. Und das kann sehr teuer sein. Oh ja, Übergepäck ist wirklich teuer. Deshalb sollte man immer vorher den Koffer zu Hause wiegen. Habt ihr eine Kofferwaage zu Hause, liebe Zuhörer? Das ist ein sehr nützliches Ding. Aber gut, Peters Koffer wiegt genau 20 Kilogramm. Alles gut. Sehr gut. Thomas klebt jetzt einen Aufkleber auf meinen Koffer. Dieser Aufkleber heißt Gepäckanhänger. Darauf steht, wohin der Koffer fliegt und natürlich mein Name. So weiß jeder am Flughafen und im Flugzeug, wohin dieser Koffer gehört. Das ist sehr klug. Ohne diesen Aufkleber könnte der Koffer verloren gehen. Das möchte natürlich niemand. Jetzt gibt Thomas Peter auch seine Bordkarte. Liebe Zuhörer, wisst ihr, was eine Bordkarte ist? Das ist sehr wichtig. Bitte schreibt eure Antwort in die Kommentare.
Die Bordkarte ist wie ein Ticket fürs Flugzeug. Darauf steht mein Name, die Flugnummer, das Datum, die Abflugzeit und meine Sitznummer. Ohne Bordkarte darf man nicht ins Flugzeug. Früher war die Bordkarte immer aus Papier, aber heute kann man sie auch auf dem Handy haben. Genau. Die digitale Bordkarte ist sehr praktisch. Man muss kein Papier mehr ausdrucken. Thomas erklärt Peter jetzt noch etwas Wichtiges. Er sagt, Ihr Gate ist Nummer 14. Boarding beginnt um 13:50 Uhr. Bitte seien Sie pünktlich am Gate. Das Gate, das ist der Eingang zum Flugzeug. Am Flughafen gibt es viele Gates und jeder Flug hat ein anderes Gate. Man muss rechtzeitig am Gate sein, sonst verpasst man den Flug. Das Gate B14 bedeutet, dass wir in Terminal B Gate Nummer 14 müssen. Sehr gut erklärt, Peter. Und rechtzeitig bedeutet mindestens 30 bis 45 Minuten vor der Abflugzeit. Ich habe einmal fast einen Flug verpasst, weil ich zu spät am Gate war. Das war sehr stressig. Liebe Zuhörer, habt ihr eine ähnliche Geschichte? Erzählt uns davon in den Kommentaren. Oh nein, Adele, das klingt wirklich stressig. Gut, wir haben jetzt eingecheckt, aber wir sind noch nicht fertig. Was kommt jetzt nach dem Einchecken? Nach dem Einchecken kommt die Sicherheitskontrolle. Das ist ein sehr wichtiger Schritt. Dort müssen alle Passagiere ihre Taschen durchleuchten lassen und selbst durch einen Metalldetektor gehen. Ein Passagier ist jemand, der mit dem Flugzeug fliegt. Bei der Sicherheitskontrolle muss man viele Dinge beachten. Zum Beispiel muss man seinen Laptop aus der Tasche nehmen. Flüssigkeiten dürfen nur in kleinen Behältern mitgenommen werden, maximal 100 Milliliter pro Behälter. Und alle Behälter müssen in einem durchsichtigen Beutel sein. Das ist eine wichtige Regel. Viele Leute vergessen das und müssen dann ihre Flüssigkeiten wegwerfen. Das ist sehr ärgerlich. Deshalb bereitet euch vor, bevor ihr zum Flughafen geht. Macht eine Liste von allem, was ihr mitnehmen wollt. Habt ihr schon mal etwas bei der Sicherheitskontrolle abgeben müssen, liebe Zuhörer? Haha, ich einmal. Ich hatte eine große Flasche Wasser dabei und musste sie wegwerfen. Das war nicht so schlimm, aber ein bisschen schade. Nach der Sicherheitskontrolle ist man im sogenannten Sicherheitsbereich des Flughafens. Dort gibt es viele Geschäfte, Restaurants und Cafés. Oh ja! Der Sicherheitsbereich ist manchmal wie ein kleines Einkaufszentrum. Es gibt Buchhandlungen, Parfümerien, Souvenirshops und natürlich Restaurants. Viele Leute nutzen die Zeit vor dem Flug, um noch etwas zu essen oder zu shoppen. Das stimmt. Aber man darf nicht zu lange shoppen und essen. Man muss rechtzeitig am Gate sein, nicht wahr? Adele, ich habe eine Frage für unsere Zuhörer. Was macht ihr am liebsten am Flughafen, während ihr auf euren Flug wartet? Schreibt es in die Kommentare. Das ist eine tolle Frage, Peter. Ich persönlich trinke immer einen Kaffee und lese ein Buch. Das ist für mich die perfekte Art zu warten. Aber jetzt zurück zu unserem Thema. Peter, wir haben also über das Einchecken gesprochen. Lass uns noch einmal alle Schritte zusammenfassen, damit unsere Zuhörer alles gut verstehen. Gerne. Also, der erste Schritt. Man kommt am Flughafen an und sucht den richtigen Schalter seiner Fluggesellschaft. Man schaut auf die großen Bildschirme, wo die Schalternummern stehen. Der zweite Schritt? Man stellt sich in die Schlange am Schalter und wartet geduldig. Wenn man an der Reihe ist, gibt man dem Mitarbeiter seinen Reisepass und die Buchungsbestätigung. Der dritte Schritt. Man gibt seinen Koffer ab, wenn man Gepäck zum Aufgeben hat. Man stellt sicher, dass der Koffer nicht zu schwer ist, maximal 23 Kilogramm in der Economy Class. Der vierte Schritt. Man bekommt seine Bordkarte. Entweder als Papier oder auf dem Handy. Auf der Bordkarte stehen alle wichtigen Informationen, Flugnummer, Sitznummer, Gate und Boardingzeit. Und der fünfte Schritt. Man geht zur Sicherheitskontrolle und denkt daran, den Laptop herauszunehmen und Flüssigkeiten richtig zu verpacken. Dann geht man zum Gate und wartet auf das Boarding. Perfekt zusammengefasst, Peter. Ich hoffe, liebe Zuhörer, dass ihr jetzt viel besser versteht, wie man am Flughafen eincheckt. Es ist eigentlich gar nicht so kompliziert, oder? Man braucht nur seinen Reisepass, seine Buchungsbestätigung und natürlich seine Koffer. Und Geduld. Darf ich dich noch etwas fragen, Adele? Wohin würdest du am liebsten fliegen, wenn du heute könntest? Irgendwohin auf der Welt. Oh, was für eine schöne Frage. Ich würde am liebsten nach Japan fliegen. Die Kultur, das Essen, die Landschaft,
Alles fasziniert mich so sehr. Und du, Peter? Und natürlich, liebe Zuhörer, schreibt auch ihr euer Traumreiseziel in die Kommentare. Wir lesen alles. Ich würde nach Kanada fliegen. Die Natur dort ist unglaublich. Die Berge, die Seen, die Wälder. Ich träume davon, eines Tages durch Kanada zu reisen. Vielleicht mit dem Zug oder dem Auto, um wirklich alles zu sehen. Das klingt wunderschön. Vielleicht machen wir eines Tages eine gemeinsame Reise nach Kanada und Japan. Ha. Aber nun, liebe Zuhörer, haben wir noch ein paar nützliche Tipps für euch, die euch den Aufenthalt am Flughafen leichter machen. Ja, sehr gerne. Tipp Nummer 1. Kommt früh genug zum Flughafen. Für internationale Flüge, das sind Flüge in andere Länder, sollte man mindestens 3 Stunden vor dem Abflug da sein. Für inländische Flüge, also Flüge innerhalb des eigenen Landes, reichen 2 Stunden. Tipp Nummer 2. Checkt online ein, wenn es möglich ist. Viele Fluggesellschaften erlauben es 24 bis 48 Stunden vor dem Flug online einzuchecken. Das spart sehr viel Zeit am Flughafen, weil man direkt zum Gepäckschalter gehen kann oder sogar direkt zur Sicherheitskontrolle, wenn man kein Gepäck hat. Das ist ein super Tipp. Online einchecken ist wirklich praktisch. Tipp Nummer 3. Ladet eure Bordkarte auf euer Handy herunter. Dann habt ihr sie immer dabei und könnt sie nicht verlieren. Außerdem ist es umweltfreundlich. Kein Papier nötig. Sehr gut. Tipp Nummer 4. Tragt bequeme Schuhe. Am Flughafen läuft man viel. Von der Eingangshalle zur Sicherheitskontrolle, dann zum Gate. Das können manchmal mehrere Kilometer sein. Besonders an großen Flughäfen wie Frankfurt oder München. Oh ja, das stimmt. Ich hatte einmal neue Schuhe am Flughafen an und hatte danach Blasen an den Füßen. Das war nicht angenehm. Bequeme Schuhe sind wirklich wichtig. Tipp Nummer 5. Behaltet alle wichtigen Dokumente immer bei euch. Reisepass, Bordkarte, Hotelbuchung, alles sollte leicht zugänglich sein. Das ist sehr wichtig. Ich empfehle, eine kleine Tasche oder ein Portemonnaie zu haben, wo alle Dokumente zusammen sind. So spart man Zeit und Stress. Und der letzte Tipp von mir, Tipp Nummer 6. Bleibt ruhig. Der Flughafen kann manchmal laut und stressig sein, aber wenn man vorbereitet ist, ist alles viel einfacher. Wunderbarer Rat, Adele. Vorbereitung ist wirklich der Schlüssel. Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass ihr heute viel Neues gelernt habt. Deutsch lernen durch echte Situationen. Das ist der beste Weg. Habt ihr Fragen zu unserem heutigen Thema? Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie bitte in die Kommentare. Wir antworten so schnell wie möglich. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns bitte einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal Wow Spoken German. So verpasst ihr keine neuen Videos. Genau. Auf unserem Kanal findet ihr viele andere interessante Themen auf Deutsch, immer für Anfänger gemacht, einfach, klar und natürlich. Adele, gibt es noch etwas, das du unseren Zuhörern sagen möchtest? Ja, ich möchte sagen, habt keine Angst, Deutsch zu sprechen. Fehler sind normal und wichtig beim Lernen. Jeder macht Fehler, auch wir manchmal. Das Wichtigste ist, dass man es versucht und nicht aufgibt. Ihr macht das toll, liebe Zuhörer. Das ist eine wunderbare Nachricht. Sprachenlernen braucht Zeit und Geduld, aber es lohnt sich immer. Und mit Wow Spoken German seid ihr auf dem richtigen Weg. Wir freuen uns, euch auf dieser Reise zu begleiten. Wir wünschen euch viel Erfolg beim Deutschlernen. Und das nächste Mal, wenn ihr am Flughafen seid, denkt an uns. Vielleicht übt ihr die Wörter, die ihr heute gelernt habt. Das wäre fantastisch. Auf Wiedersehen, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Video bei Wow Spoken German. Tschüss und bis bald. Bleibt neugierig, bleibt motiviert und lernt weiter Deutsch. Wir sehen uns beim nächsten Mal.